Auf unserem Weg in den Norden Deutschlands sind wir in der Mitte von Schleswig-Holstein angekommen. Hier durchschneidet eine der weltweit meistbefahrensten künstlichen Wasserstraßen das Land, der Nord-Ostsee-Kanal. Fast 100 Kilometer ist der Kanal lang. Er verbindet zwischen Brunsbüttel und Kiel die Nordsee mit der Ostsee. Das ist der Kanal. Wenn man gerne große Schiffe fahren sieht, dann ist der beste Aussichtspunkt in Rendsburg. Dort gibt es sogar eine Schiffsbegrüßungsanlage. Aber das Café dort ist meistens sehr voll, besonders wenn Reisebusse hier halten. Da wir es lieber etwas ruhiger und gemütlicher haben, liegt unser Lieblingsaussichtspunkt etwas weiter im Westen, Fischerhütte. Hier gibt es zudem eine Fähre und einen Imbiss. 14 Fähren überqueren den Kanal. Cafés und Imbisse, die gibt es an vielen Orten am Kanal. Fischerhütte steht hier stellvertretend für die lohnenswerten Orte, wenn man Schiffe gucken will. Der Aussichtspunkt Fischerhütte liegt am südlichen Kanalufer hinter dem Ort Steenfeld. Hier liegt auch das Fährhaus Fischerhütte, also ein 120 Jahre altes Haus, ein ehemaliges Hafengebäude. Früher war hier eine Umschlaghalle, eine Hafengaststätte und Fremdenzimmer. Heute sollen im Haus Ferienwohnungen entstehen und es gibt 2 Wohnmobilstellplätze am Haus. Gegenüber, da liegt der Imbiss Fischerhütte. Sieht etwas provisorisch hier aus, aber es gibt zu essen und zu trinken. Und Bänke, Stühle und Tische mit Sicht auf die Fähre und die Schiffe, die gibt es auch. Und dann tauchen sie unvermittelt zwischen den Bäumen auf. Die großen Pötte, die Schiffe, die von der Ostsee zur Nordsee und umgekehrt den Kanal passieren. Im Jahr passieren rund 30.000 Schiffe, es waren sogar schon mal über 40.000, den Nord-Ostsee-Kanal. In Brunsbüttel und in Kiel gibt es Schleusen, die verhindern, dass die Gezeiten Einfluss auf den Wasserstand nehmen. Der Kanal ist hier rund 160 Meter breit und 11 Meter tief. Es gibt auch Ausflugsschiffe hier. Auf denen begegnet man den großen Schiffen und auch den Sportbooten, von denen es hier sehr viele gibt. In Fischerhütte liegt am Ufer eine alte Fähre, eine Kettenfähre. Das hier ist die letzte Kettenfähre, die auf dem Nord-Ostsee-Kanal fuhr. 1950 ist sie in Rendsburg gebaut worden. 1990 wurde sie stillgelegt. Die Fähren, die hier am Anfang fuhren, das waren Seilzugfähren. Ab 1914 kamen die motorgetriebenen Kettenfähren zum Einsatz. Diese Fähre hier, die hat 2 Dieselmotoren, jeder hat 44 PS. Die Fähre zog sich entlang einer Kette, die auf dem Gewässerboden lag, von Ufer zu Ufer. Hier am Kanalufer steht diese Fähre seit 1992. Sie ist übrigens 23,5 Meter lang, 9 Meter breit und 90 Tonnen schwer.
Es gab übrigens einen Vorläufer vom Nord-Ostsee-Kanal, das war der Eiderkanal, der wurde im 18. Jahrhundert bereits gebaut. Es war übrigens Reichskanzler Otto von Bismarck, der den Bau des Kanals vorantrieb. Das hatte militärische Gründe. Er soll gesagt haben, die deutsche Flotte soll jederzeit von der Ostsee in die Nordsee gelangen, ohne unter dänischen Kanonen passieren zu müssen. Bismarck gewann dann Kaiser Wilhelm I. für das Projekt. Nachdem der Reichstag den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals genehmigte, legte Kaiser Wilhelm I. in Kiel den Grundstein. 8 Jahre dauerte der Bau des Kanals. 1895 wurde er dann von Kaiser Wilhelm II. Eröffnet. Von 1907 bis 1914 wurde der Kanal das erste Mal ausgebaut. Für die neuen großen Schlachtschiffe der Marine nämlich war er schon zu eng. Jetzt war er 103 Meter breit und 11 Meter tief. Ab 1965 wurde er dann nochmals verbreitet, inzwischen auf 162 Meter. Rechts und links vom Kanal, da befinden sich ja die sogenannten Treidelwege, das sind heute befestigte Betriebswege. Und die kann man natürlich als Fußgänger und als Radfahrer sehr gut benutzen. Also der Kanal eignet sich sehr gut für Fahrradausflüge. Über den Kanal rüber kommt man meistens mit der Fähre. Diese Fähren sind übrigens für Fußgänger, Radfahrer und auch Autofahrer kostenlos zu benutzen. Das ist eine Anordnung, die stammt noch von Kaiser Wilhelm I. Es musste kostenlos sein. Er wollte mit dieser Anordnung mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für den Bau haben, denn immerhin durch den Kanal wurde ja Land, ganze Gemeinden und Dörfer durchschnitten. Die Fähren sind natürlich nicht das einzige Mittel, um über den Kanal rüberzukommen. Es gibt natürlich Brücken, es gibt Tunnel und es gibt eine Schwebefähre. Das Wasser im Nord-Ostsee-Kanal ist übrigens Süßwasser. Es hat allerdings einen sehr hohen Salzgehalt. Das Süßwasser, das kommt durch die vielen Zuflüsse, die der Nord-Ostsee-Kanal hat. Einfach beeindruckend, diese ganzen Schiffe zu sehen. Das war's dann vom Nord-Ostsee-Kanal. In diesem Sinn, tschüss.